That body. One body is still there already. Can I come or can I not come? No. Okay. Go. I think I go. Go back. When people firstly came in Varanasi, they thought negative things about India. Herzlich willkommen in Indien, herzlich willkommen im Chaos. Ich bin gestern hier angekommen und der Kulturschock ist auf jeden Fall real. Der Lärm, der Verkehr, der Müll, die Gerüche, es ist eine Welt für sich. Und ich bin hier in Varanasi, einer der heiligsten Städte in ganz Indien, bekannt für den Ganges und für seine Ghats. Und da fahren wir jetzt mal hin, standesgemäß mit dem Tuk-Tuk. To go to Dashavamed Ghat. How much is it? One, Yeah. 50. Walk 700 meters straight. Okay. Okay. Thank you, sir. Bye bye. Thank you. Thank you. Hier die Area ist so ein bisschen verkehrsberuhigt und ihr hört gleich, wie der Lärmpegel nach unten geht. Und ihr werdet hier immer wieder von Leuten angesprochen, hier, where are you from? I can show you the temple, I can show you dies und jenes und so weiter. Und solange man nicht so richtig weiß, worauf man sich da einlässt, würde ich das erstmal immer dankend ablehnen. Und ich bin überrascht davon, wie wenig andere Touristen hier sind, also westliche Touristen, sage ich jetzt mal. Man wird hier auf jeden Fall auch ein bisschen angestarrt, viele Leute machen Fotos mit einem und so, aber sehr freundlich. Und da unten ist der Ganges, den ich aber nicht so richtig sehen kann. Der Ganges hat im Hinduismus eine ganz wichtige Bedeutung, gilt als heiliger Fluss, weshalb hier auch ganz viele Leute drin baden, weil man sich so von seinen Sünden reinwaschen kann. Ich werde darauf aus gesundheitlichen Gründen mal verzichten. Und ich weiß nicht, ob ihr es hier am Himmel überall seht, da fliegen so Drachen. Heute ist ein Festival, das hat mir gerade jemand erklärt. Und insgesamt herrscht hier wirklich eine sehr angenehme spirituelle Stimmung. Und es ist einfach ein krasser Ort, wo so viel gleichzeitig passiert. Ich habe gerade mit einer Person gesprochen, die ist gerade runter zum Boot gelaufen und hat mir zugewunken, ich soll doch mitkommen. Your friend? Yeah. Okay. Can I join you? Wait. Stay there. Wait. Can I come or can I not come? No. Okay. Go. I think I go. Go Okay. back. Thank you. Freundliche Einladung, aber der Typ, der das da organisiert hat, der hat auf gar keinen Fall Bock, dass ich da noch mitfahre. Aber cooles Stichwort, nämlich so eine Bootsfahrt auf dem Ganges, würde ich eigentlich auch ganz gern machen. I bring boat. Okay. I wait here. Yeah. Yeah, you can sit here. I bring boat. Thank you. Body burning. And there was the where Yes, the smoke that is called Manikarnika Ghat. There are 24 hours body burning, full day and full night. And why do the people come here to? Because when people die here, when people burn here, people after burning, people go to directly Nirvana, Moksha place. Varanasi is the most holiest place. That body, one body is still there already, orange color. That is body. Okay. The family people bring the body, first body deep in the water. And they first bathed in the water. Yes, for a holy bath. Older son who give the burning, they put it inside to start burning. Okay. And one body burning complete 3-hour time. And after that, the ashes go in the Ganges. When finished, they take bamboo stick, they carry the ashes with bamboo, and they throw Ganga. Hello, welcome to the Varanasi. This is the Makar Sankranti and we are with our friends, German friends. And just now he has been our friends, me and just Bahadur Bhai. He is RTOs and we are from Superstars. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Oh, with the kite. Yeah. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you.
Hi, nice to meet you. Okay. Brother from Germany. Germany. Germany, yes. And you're from Varanasi? No. India. Where? Bengal. West Bengal. Where is it? West Bengal, Kolkata. Kolkata. City of Okay. West Bengal. Okay, West Bengal. Yes. Okay. Und ich bin sehr positiv überrascht davon, wie freundlich die Leute hier sind. Klar, es versucht einfach mal irgendjemand was aufzuschwatzen, so das gehört dazu. In Indien wie in jedem Land auch. Boah, hier fliegen über die Drachen. Aber ganz viele Leute wollen sich einfach nur unterhalten, ein Gespräch führen, ein Foto zusammen machen und so. Also sehr herzlich die Inder so auf den ersten Eindruck. Gefällt mir sehr gut. Und falls euch das Video bis hierhin gefällt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von unserer Reise durch Indien sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Und ich sage uns, weil Helen kommt dann in Delhi ein paar Tage auch mit dazu. Und dann reisen wir 2 Monate durch Indien. Das wird ein richtiges Abenteuer. Ich habe mich hier in ein paar Gassen verloren. Also Varanasi sind nicht nur Ghats und große verkehrsreiche Straßen, sondern eben auch sowas, wo es ganz viele verschiedene Händler gibt und so weiter. Habe auch diesen Punkt hier bekommen. Das tragen hier alle Leute. Allerdings weiß ich nicht, was es bedeutet. Der konnte leider kein Englisch, der das gemacht hat. Von daher kann ich euch das leider nicht erklären. Klärt mich auch in den Kommentaren, falls ihr es wisst. Und ich laufe jetzt wieder runter zu den Ghats, weil da findet jeden Abend zum Sonnenuntergang halt eine ganz besondere Zeremonie statt. 200. And one more place I show you. Okay, you can show me. Yeah, come. Then I decide. Okay, so this 300, Yeah, downstairs yeah. 200. I stay here? Okay, I pay now? Yes, you can. Thank you. Okay, thank you. Ich bin zurück beim Dashashvamedh Ghat. Hier war ich heute Mittag und hier haben sich jetzt schon sehr, sehr viele Leute versammelt für die Ganga Aarti Zeremonie, die hier jeden Abend zum Sonnenuntergang stattfindet. Ich glaube, so in einer Viertelstunde ungefähr geht's los. Da wird es schon vorbereitet. Krasse Stimmung hier mit der Musik im Hintergrund, mit den ganzen Menschen hier. Ich bin sehr gespannt. Guten Morgen und herzlich willkommen hier in meiner Oase der Ruhe mitten in Varanasi. Man hört ein bisschen Verkehr, auch ein bisschen Hundegebell, aber das ist vergleichsweise sehr, sehr ruhig. Die Unterkunft ist sehr schön, zeige ich euch gleich. Aber erstmal ein paar Worte zum Thema Internet und SIM-Karten hier in Indien, weil ich habe bei meiner Recherche vorher gelesen, dass es hier als Tourist nicht ganz so leicht ist, an eine lokale SIM-Karte zu kommen. Deswegen habe ich mir vorher einfach eine eSIM bei Saily geholt. Ich habe dazu einfach in der App ein Datenpaket für Indien ausgewählt. Und das Coole ist, das hat sich direkt nach der Landung automatisch mit dem lokalen Netzwerk hier verbunden. Das heißt, ich hatte ab der ersten Sekunde Internet hier in Indien. Ich konnte mir damit Taxis bestellen, weil man kann dann Uber nutzen oder Ola wird hier in Indien verwendet. So erspart man sich die ganze Verhandelei mit den Tuk-Tuk- und Taxifahrern oder generell auch zur Navigation oder zur Kommunikation hier. Sehr praktisch im Reisealltag und bei Saily gibt es auch eSIMs für über 180 Länder. Es gibt sogar ganze Datenpakete für Regionen. Also so eine eSIM gehört für mich zum Reisealltag einfach mit dazu, weil es das Leben dann eben doch stark erleichtert. Und mit unserem Rabattcode BetterBeyond spart ihr 15% auf eure eSIM bei Saily oder nutzt den Link www.saily.com/betterbeyond. Da ist der 15% Rabattcode automatisch hinterlegt. Den Link dazu findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Jetzt zeige ich euch mal die Unterkunft hier. Die Unterkunft heißt ITH Hostel. Das hier ist der Gartenbereich, richtig schön angelegt und grün. Und das liegt halt in so einer kleinen Nebenstraße, weshalb der Verkehr halt vergleichsweise echt leise ist. Und hier kommt man dann in den Eingangsbereich. Schuhe muss man hier ausziehen. Und das ist die Rezeption. Hier hinten ist auch eine Küche. Da kann man sich auch Trinkwasser auffüllen, das gefiltert wird. Hier gibt es so einen kleinen Tisch, wo man auch arbeiten kann. Und hier ist sowas wie so ein kleiner Gemeinschaftsbereich. Hier wird dann auch Essen zubereitet und hier sind Dorms und hier ist mein Privatzimmer. Der Dorm? Okay, gibt es hier direkt Roomtour. This for male?
Yeah, it's a mixed dorm. This is mixed dorm. And this is the female dormitory. And how many private rooms do you have? We have 4 private rooms. 4 private rooms? Ja. Und jetzt zeige ich euch noch mein Zimmer hier. Das ist eines der privaten Zimmer mit eigenem Badezimmer. Richtig groß, richtig schön hier auch mit den Steinmauern. Bequemes Doppelbett, auch wenn ich diesmal alleine hier bin, kleine Garderobe. Und hier ist das Badezimmer und das Highlight ist einfach der beheizte Klodeckel hier, wie in Japan. Dusche, auch mit warmem Wasser. Nochmal ein Blick von hier. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Unterkunft. Ich habe mir gestern vorm Schlafen so ein paar Notizen hier gemacht, um so die ersten Eindrücke ein bisschen zu verarbeiten, weil es war schon echt krass. Es war einer der heftigsten Tage, die ich, glaube ich, bisher auf Reisen je erlebt habe. Ein Kulturschock, den ich in dieser Form noch nie hatte. Und ich dachte so ein bisschen, ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. So, man hat viel gehört über Indien und ich war ja auch schon in Hanoi. Da war der Verkehr ja auch chaotisch. Oder in anderen Ländern in Südostasien haben wir auch schon viel Müll gesehen. Oder in China gab es auch große Menschenmassen. Und wir haben in Nepal, in Kathmandu auch schon im Hindu-Tempel gesehen, wie Leichen verbrannt werden. Von daher dachte ich, okay, was kann dich an Varanasi noch schocken? Und die kurze Antwort ist alles. Weil all das passiert hier einfach auf so engem Raum und viele der negativen Aspekte sind wahr. Die Armut, der Müll, der Gestank. Ich habe gesehen, wie Kühe und Hundewelpen im Müll irgendwie rumwühlen und was zu essen suchen, wie Leute auf der Straße an der Seite in so eine Rinne gepinkelt haben und so. Also das alles ist ein Teil der Wahrheit. Und ich kann dann auch verstehen, warum Leute abgeschreckt sind von Indien, gar nicht erst hierher reisen wollen oder nach ihrer Reise sagen, oh, es hat ihnen halt einfach nicht so gut gefallen, weil es einfach zu heftig war. Aber dem gegenüber steht auf der anderen Seite eine sehr, sehr einladende Kultur, sehr gastfreundliche Menschen, sehr liebe Menschen. Nicht nur die hier im Hostel und im Restaurant, mit denen ich mich unterhalten habe, wo ich halt als Kunde bin, sondern auch auf den Straßen. Ich habe gestern mit so vielen Menschen gesprochen, die so interessiert waren, die mich nach meiner Meinung gefragt haben, die einfach super lieb waren, die auch gesagt haben, hey, klar, es gibt hier viele Probleme und so weiter und Leute wollen dich verarschen und Scammer und so weiter. Das stimmt alles, aber es ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Nicht nur auf die Menschen bezogen, sondern auch auf ganz Indien bezogen, weil Indien ist ein riesiges Land, das darf man nicht vergessen. Und ich habe mich gestern mit einer Person unterhalten und ich glaube, die hatte ein ganz besonderes Anliegen auf dem Herzen, was er mir erzählt hat und ich habe ihn gefragt, ob er das Ganze auch nochmal für die Kamera sagen möchte. Das hat er bejaht, also hört mal zu, was er zu sagen hat. Hello bro, my name is Arpit Rajput. I am from Varanasi and I want to say all the visitors who come from all the foreigners who come from foreign countries in Varanasi, don't come only first time in Varanasi. You can also visit southern part of India like Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and like western part Goa, Maharashtra, and then you can say that you live a life in India. Like when people firstly came in Varanasi, they thought negative things about India. But when you visit southern part, western part, eastern part, then you can say you come in real part of India. That's good. Okay, thank you. That's a good point, I think. Und ich finde, da spricht er einen ganz wichtigen Aspekt an, weil Indien ist nicht Varanasi. Und Indien ist auch nicht Varanasi, Delhi, das Taj Mahal, Jaipur und noch ein paar andere Städte in Rajasthan. Indien ist ein riesiges Land, 9-mal so groß wie Deutschland, 1,4 Milliarden Einwohner, das bevölkerungsreichste Land der Welt. Hier in Varanasi alleine leben, ich glaube, so ungefähr 1,5 Millionen Menschen und das ist die 6. größte Stadt, nur in diesem Bundesstaat. Dieser Bundesstaat hat allein schon 3- oder 4-mal so viele Einwohner wie Deutschland und ich glaube, man muss die Dimensionen in Indien auch einfach erstmal verstehen und sich klar machen, dass dieser Teil nicht stellvertretend für das ganze Land steht. Klar, es ist der relevanteste vielleicht, hier leben auch die meisten Menschen, es ist auch der, wo sich, glaube ich, die meisten Touristen bewegen, weil es ja auch so ein bisschen so klischeehaft das Indien ist, wie man sich es halt vorstellt. Aber es ist halt nur ein Teil eines riesigen Landes und wir werden den Rest auch noch sehen, Helen und ich dann gemeinsam. Und dann können wir auch ein viel besseres Fazit ziehen, als ich jetzt hier von meinen ersten 3 Tagen. So, das ist ja nur ein erster Eindruck. Aber ich fand seine Message sehr wichtig und ich bin gespannt, wie wir in ein paar Wochen darüber denken werden. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach so ein bisschen seine europäisch-deutsche Denkweise ein Stück weit zu Hause lässt und sich auf diese Kultur einlässt. Andernfalls rennt man gegen Wände. Wenn dir halt jemand in der Schlange in den Nacken atmet oder halt mal aufstößt, wenn er mit dir redet, dann ist das einfach so.
dann kann man nicht sagen, aber in Deutschland ist es so und in Deutschland ist es aber so. Ja, schön, dass es in Deutschland so ist. Die Welt in Indien ist halt nun mal eine andere. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen ablegen kann, sich darauf einlässt, dann kann man hier auch eine gute Zeit haben. Aber ich bin nur seit ein paar Tagen hier. Ja, vielleicht hast du schon mal eine Reise nach Indien gemacht, ein bisschen länger. Dann würde mich deine Meinung interessieren, wie du es empfunden hast. Oder wenn ihr noch nicht in Indien wart, was würdet ihr sagen nach dem Video? Ja, würde mich interessieren oder so. Nee, das, was ich da gesehen habe, reicht mir. Hier treibt mich niemand hin. Das ist mir einfach too much. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich weiß, dass es da zwei Extreme gibt. Von daher bin ich auf den Austausch gespannt. Und dann wird es Zeit für mich, Helen abzuholen in Delhi. Und dann wird es Zeit für ein Weltwunder. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Wir sehen uns nächste Woche beim Taj Mahal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.